Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf dem Main-Account mal wieder zur Abwechslung, denn dort gibt es was zu feiern oder zu zeigen, besser gesagt. Und zwar, ja, habe ich einen neuen besten Try gegen Ares gehabt. Und zwar hattet ihr ja unter meinem letzten Video geschrieben. Achso, hier ist übrigens der neue Balken für die Abenteuerlust. Sehr interessant, sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal, muss ich sagen. Ne? Hattet ihr unter meinem letzten Video geschrieben, wo wir Ares angegriffen hatten, dass ich dann meinen besten Try übersprungen habe und es selbst nicht mal mitgekriegt habe. Und ja, jetzt habe ich in einem Free Try noch einen besseren Try hinbekommen und den werde ich euch jetzt zeigen. Den habe ich auch gemerkt. Und ja, so sieht übrigens der neue Ladebalken aus. Ja, der Ladebalken Simulator ist am Stissel, ne? Nur mal der Vollständigkeit halber machen wir mal Stadtwache rein. So sieht der Balken aus hier. Ziemlich cool auf jeden Fall. Sehr, sehr gelungen, wie ich finde. Ne? Jetzt sind zwar diese nicen Drachen hier an der Seite zwar weg, ne? Die vermisst man ein bisschen. Aber das neue Design lässt sich auf jeden Fall sehen. Ne? Ich weiß nicht, 10 Jahre oder wie lange haben die Balken standgehalten? Ne? Balken standgehalten. Aber jetzt müssen sie weichen für neue Designs. Ja? So sieht das Ganze aus. Passt mal auf, ich zeige euch mal den Angriff, damit ihr das mal gesehen habt. Ne? Das war ja mein letzter bester Try, den ich gespeichert habe, 3,7. Und ich glaube, in dem einen Video, da war der auf, ich weiß es nicht, 2, noch was. Irgendwie, ich glaube 2,9 oder irgendwie so. Ja, und das heißt, er muss ja noch da runter sein. So, und das war er auch. Und das werdet ihr jetzt hier sehen können. Ne? Also, natürlich im Umkehrschluss heißt es, ich habe Ares immer noch nicht down. Wenn ich ein paar Pilze investieren würde, denke ich mal, wird er fallen so, ne? Aber ich warte erstmal noch ein bisschen ab. Mir fehlt, glaube ich, noch Marquardt und Bertram. Die haben noch 2 Runen drauf. Die sind nicht auf 60%. Ich glaube, auf 55 und 57 oder so gurken die noch irgendwie rum. Da kann man noch ein bisschen was rausholen. Ansonsten sind alle auf 60% soweit. Eisschaden-Runen, ne? Natürlich, das haben mir auch viele in die Kommentare geschrieben, natürlich könnte ich auch in meine Begleiter legendäre Steine reinstecken, ich könnte meine Begleiter verbessern, etc. pp. Aber das sind die Leute, die wahrscheinlich neu dazugekommen sind oder nicht alle Videos verfolgen so. Wir haben ja unsere Begleiter vor einiger Zeit komplett entrüstet, also die waren ja sehr gut verbessert, teilweise besser als mein Main. Mein Marquardt hatte irgendwie 8, 9, 10er teilweise Verbesserungen auf den Sachen drauf und die haben wir alle runtergenommen, damit auf meinem Main mehr Kristalle gelagert werden im Umkehrschluss, damit ich selbst mehr davon profitiere, weil früher oder später fällt Ares sowieso, aber ich möchte mit meinem Main jetzt schon besser sein, ne? Und deswegen habe ich alle meine Begleiter entrüstet und die Kristalle dann auf meinen Main transferiert. So wichtig ist mir dann Ares auch nicht, muss ich dazu sagen. So, hier ganz interessante Sache. Kunigunde ist nicht sehr oft ausgewichen. Wir hatten schon bessere Tries gehabt, aber ich habe mal wieder sehr, sehr heftige, schmackhafte Crit-Treffer rausgehauen. Nicht mal Full-Crit hier, ne? 1,5, ne? Fast 1,6, zweimal fast 1,6 Milliarden Schaden. Und so sind wir jetzt auf 2,9 Milliarden gelandet. Wer die Kunigunde, ich weiß gar nicht, wie oft sie ausgewichen ist tatsächlich jetzt insgesamt. Wir können ja mal so ein bisschen mitzählen, aber es war tatsächlich nicht sehr oft. Ne? Wer die noch ein bisschen öfter ja, ausgewichen, ich weiß nicht, wir hatten glaube ich Tries dabei, wo die schon, keine Ahnung, 15, 20 Mal oder so ausgewichen ist gegen den Gegner davor, ne? Gegen Hades war das, glaube ich, ne? Und hier sind wir jetzt gerade bei 6, bei 7 jetzt, ne? Mal gucken, wie oft so noch. 8 Mal ist er jetzt ausgewichen, 9 Mal, ne? Ja, vielleicht jetzt nochmal, 10 Mal ist er ausgewichen, ja, 10 Mal. Also ist jetzt nicht verkehrt, aber wir haben schon Besseres gesehen. So, und ich habe zwar gute Tries teilweise oder gute Treffer gemacht, aber hier sind teilweise auch keine Crits dabei. Ich habe 2-mal keinen Crit-Treffer getroffen, 3-mal sogar. Ne? Also da ist auf jeden Fall noch mehr Potenzial. Und ich denke mal, in der nächsten Zeit wird er auf jeden Fall liegen. So, ne? Ja. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, wenn wir unsere Begleiter ein bisschen besser verbessern würden, wird er schneller liegen. Aber was bringt es mir denn im Umkehrschluss? Ja, es bringt mir
mehr Erfahrung, kurzzeitig, 300 Millionen gibt mir ja der Dungeon, ne? Und was heißt das? Wir steigen wieder ein Level auf und bekommen noch schlechtere Quests in der Taverne, ja? Weil umso höher man im Level ist, umso niedriger wird die Erfahrung und das Goldcap ist sowieso schon erreicht bei mir, ne? Oder zu großen Teilen, bei den kleinen Quests noch nicht, aber auf jeden Fall kriegt man immer weniger Erfahrung und ja, es bringt im Prinzip nichts so, ne? Das Einzige ist natürlich, was man davon hat, ist das Prestige, so, ne? Also, dass man sagen kann, jo, wir haben Ares down, das ist so das Einzige, was mich da so ein bisschen dran reizt, diesen Gegner mal ab und zu mal wieder hin und wieder zu tryen, aber ansonsten hält sich das bei mir echt in Grenzen, muss ich sagen. Ne? Also da gibt es deutlich interessantere Sachen, als jetzt irgendwie so einen Dungeon-Gegner zu legen. Und ja, dann frustriert dann vor dem nächsten Dungeon-Gegner wieder zu warten, ne? Weil der natürlich dann, ich glaube, das Design wurde auch ein bisschen angepasst, oder? Ich weiß nicht, ob das schon immer dahinter so war, ne? Ich meine, diese Strahlen waren schon immer, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob die immer schon so aussahen, das weiß ich jetzt nicht, ne? Aber wurde ja im letzten Update ja erwähnt, was alles gemacht worden ist. Ich habe mir jetzt aber nicht jedes Detail genau durchgelesen, ne? Und ja, ich werde euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn Ares eines Tages mal liegen sollte oder wir noch einen besseren Try irgendwie hinbekommen, ne, dann sage ich euch dann natürlich Bescheid, ne, das ist natürlich ganz klar. So, wir machen mal hier kurz, dass wir hier die Daily Quest hier gleich mit am Start haben. Und ja, ihr seht, ich bunker hier Handschuhe bis zum geht nicht mehr. Allerdings will die Hexe nicht so richtig gönnen. Und ja, das ist momentan so ein bisschen mein Problem. So, ne? Ansonsten, ja, warte ich darauf, dass jetzt das Erfahrungsevent nächste Woche oder dieses Wochenende vorbei ist, damit wir dann auch Epic-Event haben. Und dann werde ich zusehen, dass ich vielleicht hier auf meinem Main ein paar Waffen blättere im Waffenladen. Und also ein paar Epic-Waffen, weil darauf sind ja dann die 60% Runen und dann werden wir noch den Bertram hier ausrüsten mit 60% und dann halt dementsprechend noch den Marquardt mit 60%. Der hat hier 55, der hat 52. Ne? Und dann sollte das auch wieder ein bisschen besser werden. Ja, meiner Kunigunde habe ich einen legendären Stein gegeben. So, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den Grund von genannt hatte, warum ich die legendären Edelsteine meinen Begleitern nicht gebe. Also der Kunigunde, wie gesagt, habe ich einen gegeben, weil die potenziell am meisten Schaden raushauen kann. So, Marquardt kann zwar critten, aber der kann nicht ausweichen und Bertram kann gar nichts. So, ne? Und ja, die Kunigunde, die hat halt vom Potenzial, kann die halt am meisten Schaden so anrichten durch ihre Fähigkeit, dass sie ausweichen kann. Deswegen habe ich auf ihr einen Leggy-Stein reingetan, aber das war es dann auch so, ne? Der ist schon älter, weil das Ding ist halt einfach, jeder Leggy-Stein, den ich meinen Begleitern gebe, das sind wieder 10 Millionen Gold, die ich für mein Main investieren könnte. Und das ist es mir tatsächlich mehr wert, als den meinen Begleitern zu geben. Ne? So wichtig ist mir jetzt mittlerweile das Gold schon, weil irgendwann früher oder später wird er sowieso fallen. Ich renne da jetzt nicht mehr so hinterher, ne? Damit ihr da dann auch auf dem Laufenden seid. Außerdem, ich hatte auch mein Main hier ein bisschen abgegradet. Also ich glaube, einen oder 2 legendäre Steine habe ich hier auch ausgetauscht. Hier waren teilweise noch Steine dabei mit 1700 oder kurz darüber. Die habe ich dann ausgetauscht gegen 1800er Steine. Ich glaube, das war hier in der Mütze. Ne, das sind schon wieder knapp 100 Punkte auf Intelligenz und Ausdauer. Das lasse ich mir dann auch nicht nehmen. Das ist dann für meinen Bereich nachher dann schon ja, wirklich sehr, sehr viel, sag ich mal. Kommt halt aber auch dadurch, dass ich halt immer kontinuierlich die Edelsteinmine weiter ausbaue. Ne? Langsam, aber sicher. Ne? Schatzkammer 45, Edelsteinmine zieht nach. Haben wir jetzt bald auf Stufe 70 denn. Ne? Ist jetzt 68. Aber was mir eigentlich wichtiger ist, ist hier die Goldgrube, weil die nachher im Late Game deutlich am Carryen ist, was das Goldeinkommen eingeht. Ne? Da solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, weil die, ja, die ist ganz schön. Ja, also das gibt euch am meisten Gold nachher im Late Game so. Ne? Das ist eure größte Goldquelle. Wenn ihr regelmäßig dran denkt, die immer abzuholen. Ne? Das ist natürlich so das Ding. Ja, gut. Ansonsten war es das soweit von mir. Das war der beste Try wieder gegen Ares. Ne? Und ja, die anderen Tries, die können wir jetzt eigentlich rausnehmen. 3,7. Was war hier? 5,3. Die nehmen wir mal raus hier so. Zack. Ja.
Und dann würde ich mal sagen, mal gucken, ob wir eines Tages noch 2,9 irgendwie, ob wir das noch besser hinkriegen. Aber das war es jetzt erstmal für das Video soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.